Herzlich willkommen zu unserem neuen Format Coding Talk. Mein Name ist Florian Stark und wir präsentieren Ihnen hier aktuelle und informative Inhalte zu Themen, die uns, den Markt und unsere Kunden brennend interessieren. Heute bei mir Andreas Stark, unser Produktmanager Consumables und das unglaublich spannende und vielfältige Thema Tinten. Andreas, herzlich willkommen. Vielen Dank, Flo. Freue mich, dass ich hier sein kann und ein bisschen was darüber erzählen kann. Von daher würde ich sagen, legen wir los. Ne? Andreas, wie sieht aktuell der Beschaffungsmarkt denn für Tinten aus und wie sieht es bei uns ganz konkret aus? Der Beschaffungsmarkt für Tinten und Lösemittel ist bei uns soweit gesichert. Es liegt auch daran, dass wir diese Tinten, Lösemittel, sprich die Farbpigmente oder Farbrohstoffe von den Tinten in Kleinstmengen einkaufen. Und da sprechen wir in Gebindengrößen von Kilo und nicht in Tonnen wie jetzt andere große Chemiekonzerne. Von daher haben wir eine gewisse Sicherheit auch an Lagerbestand und können somit sagen, Stand heute, die Tinten als auch die Lösemittel sind für die nächsten 8 bis 12 Monate soweit gesichert und können jederzeit mit den normalen Lieferzeiten ausgeliefert werden. Die Einsatzbereiche, Andreas, von einem CIJ-Drucker lassen sich ja grob in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist der Industrial-Bereich, das andere ist der Bereich der Fast-Moving Consumer Goods. Und kannst du uns da einfach mal aus dem jeweiligen Bereich die Top-Tinten nennen? Ja, Flo, kann ich. Also wir haben ja, muss ja dazu sagen, vom Unternehmen her begonnen, mehr uns auf den Industrial-Bereich zu spezialisieren, haben dann aber einen Schwenk gemacht vor ein paar Jahren, wo wir auch die Unternehmensstrategie mehr auf die FMCG-Güter ausgelegt haben. Dementsprechend haben wir auch Neuentwicklungen gestartet von Tinten, die wir in diesem Bereich FMCG benötigen. Das sind einmal Tinten, als Beispiel eine Farbumschlagstinte oder Thermochromic Ink, wo wir sagen, wir können es visuell wahrnehmen, wenn ein Sterilisationsprozess abgeschlossen ist. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, dass wir eine kundenspezifische Tinte gemacht haben, die einen gewissen Farbton haben musste, die eine gewisse Hitzebeständigkeit haben musste, um auf eine Dosenverpackung zu haften. Da kam natürlich noch das Thema dazu, dass wir die Nestle Lebensmittelspezifikation einhalten müssen. Das bedeutet MEK-frei. Und was noch dazu kommt, wenn man es jetzt international betrachtet, wir haben jetzt zusätzlich eine rote Tinte gemacht, die den FDA-Regularien entspricht. Das bedeutet, diese Tinte kann auch auf die Innenseite einer Lebensmittelverpackung gedruckt werden und kann auch in Kontakt mit dem Lebensmittel an sich kommen. Industrial-Bereich, lang ist her. Unser Steckenpferd war damals auch Kabel- und Rohrindustrie. Wir haben einiges an Spezialtinten im Kabelbereich, wo wir jetzt sagen, bei PVC-Kabeln zum Beispiel, dass wir die Pigmente der Tinte so gestaltet haben, dass diese Pigmente nicht in das PVC-Material eindringt und als Leiter fungiert, sondern wirklich auf der Ummantelung haftet, oben auf der Oberfläche und so kein Leiten des Widerstandes sich ergibt. Rohrextrusion ähnlich, da ist die Farbpalette gegeben von weiß bis pink. Also wenn man betrachtet, dass wir mittlerweile ca. über 100 Tinten in unserem Portfolio haben, sage ich auch, für die spezielle Kennzeichnung der Rohrextrusion sind wir da ganz gut aufgestellt. Ein neues Thema, was jetzt wirklich dazugekommen ist, ist die Kennzeichnung in der Reifenindustrie. Da mussten wir jetzt eine Kundenanforderung realisieren, wo es darum ging, dass wir die Seitenwände mit einer Tinte beschriften, die danach gebacken werden, diese Reifen. Und da war einfach das Thema, wir müssen schauen, dass wir die Tinte nicht in der Backform zurücklassen, weil es sonst auf den nächsten Reifen einen Ghost-Effekt geben würde. Dies konnten wir jetzt realisieren, von daher sage ich mir, auch in diesem Bereich der Industrie, sprich Reifenindustrie, haben wir mittlerweile sehr gute Alternativen. Andreas, und was mache ich jetzt, wenn wir doch nicht die richtige Tinte im Portfolio haben?
Ja gut, dann muss man das sich einfach anschauen, was chemisch machbar ist von dem Kundenwunsch beziehungsweise von dem Anforderungsprofil, um eine neue Tinte zu entwickeln. Ich sage aber, dass die Trefferquote bei uns im Hause in den letzten Jahren wirklich sehr hoch war, wenn spezielle Kundenwünsche an Tintenanforderungen an uns herangetragen worden sind. Liegt auch daran, dass wir hier im Haus ein eigenes Chemielabor haben. Wir beschäftigen einen eigenen Chemiker. Und in Kombination, sage ich mal, mit der Entwicklung der Hardware hier im Hause als auch die Entwicklung der Tinte hier im Hause sind es einfach zwei Komponenten, die bestens aufeinander abgestimmt werden können. Und von daher glaube ich persönlich, meine Meinung, ist diese Trefferquote auch so hoch, dass wir da gewisse Kundenwünsche realisieren können. Hast du da noch ein paar spannende Beispiele für mich? Wir haben zum Beispiel immer wieder Anfragen von Kunden, die sich einfach wünschen, dass wir ihr Firmenlogo in der Farbe hinbekommen, was bei ihnen hinterlegt ist. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir dann wirklich Tinten in Anführungszeichen nach Maß fertigen, dass wir die Farbe im Kundenlogo realisieren, als auch Tinten, die zum Beispiel einen Ölfilm durchdringen in der Metallproduktion, um, sage ich mal, trotzdem Metallteile zu kennzeichnen, die einen Ölfilm haben. Kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit und Tinten. Hier haben wir auf den ersten Blick eine Diskrepanz. Mit welchen Maßnahmen schaffen wir hier eine Vereinbarkeit? Nachhaltigkeit, wirklich, wie du es ansprichst, ein wichtiges Thema. Beginnt bei uns schon wirklich auch mit der Beschaffung, sprich im Einkauf, wo wir auch über die QM dann Analysen durchführen. Wir prüfen auch die Lieferanten, ob wir eine gewisse Nachhaltigkeit bei den Rohstoffen haben, um diese Tinten nachhaltig zu produzieren. Da haben wir noch ein heikles Thema natürlich, MEK. MEK ist wirklich ein heikles Thema, auch wenn man das jetzt so betrachtet, dass MEK eventuell auch mit der ganzen REACH-Thematik vielleicht auch verboten wird. Ich meine, bis dorthin ist es noch Zeit, aber wie gesagt, MEK befindet sich zurzeit auf der Liste, wo der Stoff geprüft wird. MEK haben wir schon vor Jahren versucht, aus unserem Tintenportfolio zu verbannen, sage ich mal. MEK wurde relativ häufig verwendet, weil es kostengünstig war, ist mittlerweile auch nicht mehr dieses Argument, um MEK zu verwenden. Unabhängig davon haben wir in unseren Standardtinten noch MEK, aber wir haben auch ein unabhängiges Institut damit beauftragt, um die Arbeitsplatzbelastung bezüglich MEK-Tinten zu messen. Und wir können sagen, dass wir mit unseren Geräten in Kombination mit den Tinten einfach die Arbeitsplatzbelastung einhalten bzw. die gesetzliche Norm unterschreiten. Lass uns noch über ein Thema sprechen mit ähnlich hohem Stellenwert, das Thema Brand Protection. Brand Owner, Hersteller sind immer mehr dazu verpflichtet, ihre Produkte vor Plagiaten zu schützen. Im Bereich der Kennzeichnung haben wir verschiedenste Möglichkeiten, hier Lösungen zu bieten. Und meine ganz konkrete Frage, was bietest du in deinem Bereich oder welchen Beitrag leistest du in deinem Bereich dazu? Also Brand Protection, ein bisschen heikles Thema für mich. Ich sage es mal so, um es ein bisschen allgemein zu halten. Wir haben in Kombination mit der Hardware, mit dem CIJ, auch auf der Fluid-Basis die Möglichkeit, Brand Protection einzusetzen. Allerdings ist es immer so speziell als auch teilweise kundenspezifisch, auch mit Geheimhaltungsvereinbarung. Von daher, wenn diese Themen auftreten, kann ich jedem Kunden nur sagen, kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie mich persönlich an. Allerdings kann ich hier einfach nicht ins Detail gehen. Andreas, du bist ja nicht nur für das Thema Tinte zuständig bei uns, sondern für den ganzen Bereich Consumables. Willst du uns da einfach noch ein bisschen was drüber erzählen? Schön, dass du fragst, Flo, weil der Consumables-Bereich wird meistens ja fast immer ein bisschen auf den CLJ-Tinten eingegrenzt. Dies ist aber überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich so, wir haben vom Portfolio her auch Heißprägefolien für unsere Heißpräger-Generation, Thermotransferfolien, als auch was jetzt neu dazu kam in den letzten 5 Jahren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist für die Reifenkennzeichnung die Dots als auch die Donuts,
die einfach dazu hergenommen werden, um die gewisse Unwucht an den gewissen Reifen zu kennzeichnen. Von daher, vom Portfolio her, es ist auch mehr vorhanden als nur CRJ-Tinten. Andreas, und was mache ich jetzt, wenn ich noch eine Frage zum Thema Tinten habe oder zu einer speziellen Anwendung? Relativ einfach, sprechen Sie Ihre Kontaktperson an im Vertrieb, kontaktieren Sie mich direkt. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und Ihnen Frage und Antwort zu stehen für Ihre speziellen Anforderungen, die Sie vielleicht haben. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine tollen Antworten. Sehr gerne, jederzeit wieder, Flo.